Lukas und seine neue Freundin, Sarah, sind in einem gemütlichen Restaurant zum Abendessen. Sie lachen und genießen ihre Zeit miteinander, als Glinda zufällig das Restaurant betritt. Als sie Lucasl mit Sarah sieht, überkommt sie eine Welle der Wut und Enttäuschung. Lukas, das ist die du willst, um von mir fernzubleiben? Glinda, das ist Sarah. Sarah, das ist Glinda. Oh, hallo, es ist schön, dich kennenzulernen. Ist sie besser als ich? Glinda, das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Ich habe dich gefragt, ob sie besser ist als ich. Vielleicht sollten wir uns setzen und darüber sprechen. Glinda, Sarah ist nicht besser oder schlechter als du. Sie ist anders. Wir haben beide unser Leben weitergeführt. Du hast also weitergemacht? Du hast mich vergessen? Glinda, wir haben beide versucht, unser Leben ohne einander fortzusetzen. Ich kann nicht glauben, dass du mich so einfach vergessen hast. Glinda, Paul hat mir viel über dich erzählt. Er hat dich nicht vergessen. Aber wir haben beide unsere eigenen Wege eingeschlagen. Ich habe mir vorgestellt, dass du alleine und unglücklich wärst. Aber du siehst glücklich aus, Lukas. Glinda, das Leben geht weiter und jeder von uns verdient sein eigenes Glück. Die Spannung in der Luft bleibt spürbar, als alle drei versuchen, mit der unerwarteten Begegnung umzugehen. Glinda, wenn du möchtest, können wir uns hinsetzen und darüber sprechen. Vielleicht ist das eine gute Idee. Ich habe so viele Fragen. Glinda, Lukas und Sarah setzen sich an einen Tisch in dem Restaurant. Die Atmosphäre ist gespannt und Glinda ringt immer noch mit ihren Gefühlen. Glinda, ich verstehe, dass das hier eine unerwartete und schwierige Situation ist. Ich möchte nur, dass du weißt, dass ich nicht versuche, zwischen euch zu kommen. Danke, Sarah. Es ist nur, ich war überrascht, dich hier zu sehen. Glinda, wir hatten nie wirklich die Gelegenheit, vernünftig über unsere Trennung zu sprechen. Weil es so schmerzhaft war, Lukas. Ja, ich weiß. Es war auch für mich nicht leicht. Ich kann nur erahnen, wie schwierig das für euch beide gewesen sein muss. Du bist wirklich geduldig, Sarah. Ich weiß, dass diese Situation kompliziert ist und ich bin bereit, zuzuhören und zu verstehen. Die Bedrückung in der Luft beginnt sich ein wenig zu lösen, als Glinda, Lukas und Sarah miteinander sprechen. Glinda, ich möchte, dass du weißt, dass ich die Zeit mit dir nie vergessen habe. Aber das Leben geht weiter und wir müssen versuchen, unser Glück zu finden. Ja, du hast recht, Lukas. Das Leben geht weiter und wir sollten beide unser Bestes tun, um glücklich zu sein. Ich denke, es ist wichtig, dass wir alle in der Lage sind, vorwärts zu gehen und neue Wege zu finden, um unser Leben zu gestalten. Glinda kehrt nach ihrer Begegnung mit Lukas und Sarah nach Hause zurück, wo ihre Mutter Maria auf sie wartet. Ihre Gedanken sind immer noch von den Emotionen und Gesprächen in dem Restaurant geprägt und sie sehnt sich nach einem vertrauten Ohr, das ihr zuhört. Mama, ich muss mit dir sprechen. Mama, ich muss mit dir sprechen. Glinda, du siehst aufgewühlt aus. Was ist passiert? Was ist passiert? Glinda. Lukas und ich haben uns heute Abend zufällig getroffen und er war mit seiner neuen Freundin Sarah. Es war so unerwartet. Oh, Glinda, das muss schwer für dich gewesen sein. Ja, es war wirklich schwer. Mama, ich habe versucht, cool zu bleiben, aber ich konnte meine Gefühle nicht zurückhalten. Das ist verständlich, Liebes. Es ist nie einfach, wenn alte Gefühle wieder hochkommen. Ich habe so viele Fragen, Mama. Warum hat er mich verlassen? Warum ist er mit jemand anderem glücklich? Manchmal verändern sich Menschen, Liebes, und ihre Prioritäten verschieben sich. Es bedeutet nicht, dass du weniger wertvoll oder liebenswert bist. Aber ich vermisse ihn so sehr, Mama. Es fühlt sich an, als hätte er mich vergessen. Ich glaube nicht, dass er dich vergessen hat, Glinda. Eure gemeinsame Zeit war wertvoll, aber manchmal müssen Menschen getrennte Wege gehen, um zu wachsen und ihr eigenes Glück zu finden. Ich weiß, dass du recht hast, Mama, aber es tut immer noch weh.
Das Verarbeiten von Verlust und Enttäuschung braucht Zeit, Liebes, und du hast das Recht, deine Gefühle zu durchleben. Danke, Mama. Ich weiß, dass ich immer auf dich zählen kann. Immer, Glinda. Du bist eine starke und bemerkenswerte junge Frau, und ich bin stolz auf dich, wie du mit dieser Herausforderung umgehst. Glinda und Maria setzen ihr Gespräch fort, während Glinda sich erleichtert fühlt, ihre Gefühle und Gedanken mit ihrer Mutter geteilt zu haben. Maria erinnert Glinda daran, dass sie nicht allein ist und dass sie gemeinsam Wege finden werden, um mit den Veränderungen in ihrem Leben umzugehen. Nachdem Glinda ihre Gefühle mit ihrer Mutter geteilt hat, beschließt die Familie, einen ruhigen Abend zu Hause zu verbringen. Sie setzen sich zum Abendessen zusammen und es entsteht eine warme, herzliche Atmosphäre. Glinda fühlt sich von der Unterstützung ihrer Familie getragen und das Lachen und die Liebe in ihrem Zuhause wirken beruhigend auf sie. Glindas Vater, Thomas, beschließt, die Stimmung aufzuhellen, indem er eine Geschichte aus seiner Jugend erzählt. Die Familie versammelt sich um den Esstisch und Julia, ihre Mutter Maria und ihr Bruder David lauschen gespannt. Ihr wisst, ich habe euch nie die Geschichte erzählt, wie ich eure Mutter getroffen habe, als ich noch jünger war. Nein, Papa, das hast du nie getan. Nun, es war vor vielen Jahren, als ich gerade in deinem Alter war. Glinda. Ich war auf einer Reise mit meinen Freunden und wir hatten beschlossen, ein Musikfestival zu besuchen. Es war Sommer, die Sonne schien und die Musik war laut. Wir tanzten und feierten die ganze Nacht. Das hört sich nach einer aufregenden Zeit an. Ja, war es. Aber das Beste an dieser Nacht war, dass ich deine Mutter getroffen habe. Sie tanzte mitten in der Menschenmenge und sie strahlte vor Glück. Ihr Lächeln hat mich einfach verzaubert. Das klingt wirklich romantisch, Papa. Es war Liebe auf den ersten Blick, wirklich. Wir haben uns kennengelernt, sind ins Gespräch gekommen und der Rest ist Geschichte. Und wie habt ihr euch wiedergesehen? Ich habe sie nach ihrer Telefonnummer gefragt und wir haben angefangen, uns zu treffen. Wir haben so viele Abenteuer gemeinsam erlebt und es fühlte sich an, als ob wir füreinander bestimmt wären. Das ist eine wundervolle Geschichte, Thomas. Ja, und sie endet damit, dass ich die Frau meines Lebens gefunden habe. Das ist so schön, Papa. Die Familie setzt ihr Abendessen fort, diesmal mit einem warmen Gefühl der Verbundenheit und Liebe. Die Geschichte von Thomas erinnert sie daran, dass das Leben voller Überraschungen und schöner Momente ist, die es wert sind, gefeiert zu werden. Die Geschichte von Julia und Lukas ist noch lange nicht zu Ende. Dies ist lediglich der Anfang unserer Serie Love and Excitement. Wenn Sie von Ihrer Geschichte begeistert sind, freuen wir uns über Ihre Kommentare und Ihre Gedanken dazu. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsfunktion einzuschalten, um keine der kommenden Episoden zu verpassen. Hear me out.